Moin aus Dänemark. Ich befinde mich gerade auf einem 4- bis 5-stündigen Marsch um die Fjords herum. Und jetzt gerade haben wir eine kleine Stadt hinter uns gelassen. Und ich befinde mich auf dem Weg zum Rastplatz, wo es heute Nacht zu schlafen gilt. Momentan sind es -2 Grad. Morgen früh soll es schneien. Bin ich sehr gespannt drauf. Es heißt bis 8 Zentimeter, also das kann was werden. So, ich musste mich einmal ein bisschen umziehen. Es ist kälter geworden und auch ein bisschen windiger. Und ich habe ungefähr noch 3 Stunden vor mir, bis ich an die erste Stelle komme, wo ich eventuell Rast mache. Rast machen heißt für mich Zelt aufschlagen. Um 3 Uhr wird es ja dunkel hier in Dänemark im Winter. Soll heißen, so viel Zeit habe ich gar nicht. In unserem Alltag, wo wir echt viel vom Schreibtisch sitzen, elektronische Geräte verwenden, da muss ich gestehen, ist das doch eine Genugtuung hier, ein bisschen durch den Wald zu marschieren. Gut, in Dänemark gibt es nun mal nicht so viele Berge, aber wenigstens gibt es ein paar kleine Hügel. Die Sonne scheint ganz wunderbar und naja, gleich wird dieser kleine Wald auch schon aufhören und dann müssen wir mal schauen. Wenn man stehen bleibt, keine Autos, keine Menschen, einfach nur die Natur. Das ist natürlich ganz wunderbar. Ja, ich genieße es gerade sehr, hier zu sein. Ja, also heute habe ich mal versucht, etwas Ultraleichtes zusammenzustellen. Ultraleichtes Zelt, ultraleichte Isomatte, ultraleichter Schlafsack. Das hat allerdings bei meinem ersten Test nicht so richtig funktioniert, weil der ultraleichte Schlafsack einfach zu kalt war. Also habe ich ein bisschen größeren Schlafsack dabei. Auch Daunen wieder. Naja. Ich erzähle euch morgen, wie es gelaufen ist, aber ich hoffe, dass es wärmer ist, weil es soll über Nacht -7 Grad werden ungefähr und schneien soll heißen, ich möchte gut vorbereitet sein. Und ansonsten, ich bin ohne Kocher unterwegs, weil wie gesagt, offene Flamme in Dänemark nicht erlaubt ist. Dafür habe ich mir ein paar Proteinriegel etc. mitgenommen. Das schauen wir uns nachher noch kurz an. Ansonsten ein paar Wechselklamotten natürlich. Ich bin nur in Merino-Wolle gekleidet und ein Vlies drüber. Und da brauche ich natürlich etwas zum Wechseln. Und jetzt weiß ich nicht, wo es weitergeht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo es weitergeht. Ja,
So, es ist 12 Uhr. Jetzt würde ich mal sagen, gibt es einen kleinen Snack. Und zwar gibt es für mich heute Proteinriegel, und zwar von der Sorte. Erstmal gucken, wo es vielleicht nicht nass ist, den Rucksack hinzusetzen. Ich lege ihn mal in den Stamm rein. So. Sehr gut. Oh, kurz ausziehen ein bisschen. Für ein paar Minuten. Es ist hier gerade nicht so windig, weil ich in einer kleinen Bucht drin bin. Aber doch, hier pfeift schon ganz gut der Wind lang. Nee, also für mich gibt es Proteinriegel. Ich esse hier so Proteinbars, Haselnüsse, Datteln und Egg Whites. Finde ich ganz lecker. Hat nur natürliche Zusatzstoffe oder Ingredients oder Sachen, die halt hier drin sind. Und naja, keine vollwertige Mahlzeit, aber es ist halt so, in Dänemark soll man keine Flamme machen, wenn man campt. Und das wollen wir mal nicht machen, deswegen habe ich keinen Kocher dabei. So, wir sind unterwegs. Lunch war gut oder Mittagessen war gut. Wo geht's denn runter hier? Zwei Optionen. Wir haben diese Option hier. Das ist okay, würde ich sagen. Oder hier drüben. Da geht's ein bisschen steiler runter. Gut, wir machen mal hier so einen Mix. Wir versuchen hier mal runter zu gehen. Es ist nämlich nicht ganz ohne, so mit Rucksack hinten dran, muss ich gestehen. Warte mal, jetzt muss ich mal die Kamera kurz weglegen, weil sonst stürze ich hier gleich ab. An der Küste angekommen und hier ist einfach Natur. Weit und breit niemand, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. So, kurze Rast. Hier ist nämlich eigentlich die Stelle, wo ich, da wollte ich durch. Dahinter ist ein Fjord, oder den Fjord sehen wir da. Ja, aber ist nicht erlaubt und Dänemark lebt davon, dass man die Regeln und die Vorschriften wirklich, man befolgt die schon, sagen wir es mal so. Heißt für mich, ich drehe jetzt um. Ich bin jetzt 4 Stunden unterwegs. Ich werde jetzt in das Wäldchen zurückkehren, wo ich hergekommen bin und dort versuchen, mein Rast aufzuschlagen. Wird nicht ganz so schön, aber das ist halt manchmal so. Es gibt natürlich noch Alternativen hier um mich rum. Hier ist so ein Wald hinter mir. Aber es gab da auch Schilder, die sagten, das hier ist ein Privatwald, bitte nicht campen. Und ich finde, das muss man respektieren. Das heißt, für mich geht jetzt weiter, kurze Rast noch, halbe Stündchen Rast und dann ab in den Wald, wo ich herkam. Der ist nur leider 2 Stunden entfernt, das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, bevor es dunkel wird. Bald geht die Sonne unter. Leider habe ich noch nichts gefunden. Ich bin in ein kleines Wäldchen ausgewichen, was nicht als Privatwald gekennzeichnet ist. Jetzt bin ich allerdings auch schon fast 5 Stunden unterwegs. Und jetzt geht langsam die Sonne unter. Jetzt dürfte ich langsam mir mal ein Plätzchen finden. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir bald was finden. Dann ist die Aktion heute deutlich länger geworden als gedacht. Aber das ist ja auch nicht schlimm manchmal. Ich glaube, das probieren wir heute nicht aus, darüber zu springen. Nun gut, bei mir geht's weiter. Irgendwo wird schon
etwas sein, wo ich meinen Rastplatz aufschlagen kann. Da bin ich mir sicher. Zurückgegangen wird heute nicht. Ich überlege mir nur Alternativen, wo ich Rast machen kann. Und jetzt, ja, jetzt ist es bald auch schon etwas dunkel. Okay, nun gut. Jetzt habe ich nichts Gescheites gefunden. Aber das hier wird's tun, würde ich sagen. Das heißt, es ist zwar ein Waldboden, aber ich habe heute sowieso zur Sicherheit eine Unterlegplane mitgenommen. Soll heißen, ja, so halbwegs gerade ist das ja auch nicht, aber ich glaube, das ist ganz okay, würde ich denken. Nun gut, also würde ich sagen, im ersten Schritt müssen wir ein kleines bisschen die Äste wegräumen, die hier unten drunter liegen. So, das ist gut. Das ist auch gut. Hier werde ich ungefähr liegen. Wobei, hier ist wahrscheinlich noch ein bisschen flacher. Ach, scheiße. So, endlich was gefunden. Ist auch allerhöchste Eisenbahn, würde ich sagen. Aber hier ist ganz gut. Hier ein bisschen Windschatten vom Baum. Hinter mir ist ein kleiner Hügel. Direkt am Wasser. Nicht die Situation, die ich mir überlegt hatte, aber gut genug, würde ich sagen. Jetzt muss ich überlegen, wo ist es am geradesten? Ich glaube dort. So, da ich mir nicht sicher war, wo ich schlafen werde, habe ich mir eine Unterlegplane mitgebracht, zur Sicherheit. Und jetzt heißt es gerade erstmal so schnell es geht aufbauen und alle Sachen aufbauen, würde ich sagen. So. So, also Zelt steht. Ich glaube zum Thema Abspannen. Es sieht noch ein bisschen crooked aus, würde ich sagen. Aber eigentlich ist es gut abgespannt. Ja. Also ich habe ihn jetzt auch, den Stock habe ich auf 1,20 Meter reduziert. Obwohl drin stand 1,35 Meter kann er. Wo sonst das Abspannen vorne nicht funktioniert hat. Aber wir werden mal sehen. So, dann würde ich mal sagen, ab in die gute Stube. Also, so. So, meine Hände sind schon relativ kalt, muss ich gestehen. Aber wir machen das hier einmal hoch. So. Und dann machen wir auch das hier einmal hoch. So. Und so. Ja, auch einmal hoch, komplett. Mücken gibt es im Winter nicht. Oder vielleicht gibt es schon, aber hier gerade nicht. So. Oh ja, die Flossen sind kalt, sag ich dir. So. Die Flossen sind sehr kalt schon. Ja, was ist denn das hier?
Gut. Gut, gut. Jetzt das oben. Das sieht auch ganz manierlich hier aus, würde ich sagen. Ich bin der Meinung, man könnte es sogar noch höher machen, aber wir lassen es jetzt hier mal so stehen. Holen wir mal den Rucksack etc. Weil langsam wird mir auch kalt. So dass wir alles erstmal einmal reinräumen können. So, erstmal, dass wir es parat haben, würde ich sagen. Gut, was haben wir hier? Daunenjacke kann erstmal angezogen werden, würde ich sagen. Kleine Daunenjacke hilft mir sehr dabei, warm zu werden oder warm zu bleiben, jetzt wo ich angekommen bin. Gerade weil der Trip ja doch noch mal deutlich länger gedauert hat als geplant. So, hervorragend. Hände sind echt ein bisschen frisch, muss ich gestehen. Aber das kommt erst gleich. Gut, das kommt erstmal nach draußen. Gut, das brauche ich. Das brauche ich. Das ist meine Lampe, hervorragend. Das muss natürlich sein, weil sonst sehe ich nachher nichts mehr. So. Und dann einen Stuhl habe ich dabei. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist mir ein bisschen kalt, glaube ich. Und dann habe ich so eine Mütze zum Schlafen dabei und ein Handtuch. Ja, schwimmen werde ich nicht gehen diesmal. Ah, wunderbar. Wunderbar. Ich kann auch nicht mehr. Ich bin auch müde. Oder was heißt müde? Erschöpft eher. So, einmal noch Schuhe ausziehen. Das muss natürlich sein. So, einmal. Und zweimal. Sehr gut. So, einmal. Und zweimal. Also ich muss gestehen, für jemanden, der 2,7 Meter groß ist das Zelt auch erstaunlich groß. Und jetzt, das bringt zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel für die Wärme, aber wir machen hier schon mal zu, damit wir so ein bisschen Windisolierung haben. So, es stellt sich raus, alles geht hier ein bisschen hoch und runter. Das bedeutet, ich werde jetzt erstmal die Luftmatratze aufpumpen und dann sieht die Welt schon anders aus, würde ich sagen. So, das ist hier innen drin. Eigentlich ganz geräumig. Da ich natürlich zu groß bin mit meinen 2,7 Meter, habe ich mir eine Schlafsack-Extension gekauft, mit Daune auch. Hier ist mein Kopfkissen für heute Nacht. Das ist so ein Kopfkissen, das ich an die Isomatte klemmen kann und theoretisch hier noch was reinstecken kann, wenn nötig ist.